Herzlich willkommen hier zu einem neuen Video der Fluidio Sensor und Control. Unser Thema heute ist Sensorik mit CAN-Bus-Schnittstelle. Der CAN-Bus ist ja ein leistungsstarkes Bussystem, das sich zunächst in der Fahrzeugtechnik und mittlerweile auch in vielen weiteren Bereichen etabliert hat. Zum Beispiel in der Bahntechnik, der Schiff- und Luftfahrt, bei Landmaschinen, in der Robotik, aber auch in der Klimatechnik. Hierfür bieten wir Lösungen an, die wir in den nächsten Minuten kurz darstellen wollen. Ja, in der Tat, mit dem CAN-Bus lassen sich eine Vielzahl von Anwendungen umsetzen. Deswegen hat sich auch unser Produktspektrum mittlerweile sehr breit aufgestellt, von Druckmesstechnik, Temperaturmesstechnik, Feuchtigkeit, aber auch Viskosität und Dichte können sehr einfach gemessen werden. Und diese Sensoren können wir natürlich auch auf Kundenwunsch anpassen. Druck und Temperatur gehören ja zu den Messgrößen, die am meisten gemessen werden. Lass uns doch einfach damit beginnen. Die Sensoren sehen ja doch sehr kompakt aus und vielleicht kannst du mir mal kurz sagen, für welche Anwendungen die besonders geeignet sind. Schauen wir uns doch mal den DS-Scan an. Das ist unser Drucksensor, basierend auf dem piezoresistiven Messprinzip mit einer Edelstahlmembran. Und diese Edelstahlmembran oder der Aufbau ist ideal natürlich für Anwendung von Ölen, also zur Druckmessung von Ölen, Wasser, Kühlwasser, Kältemittel und so weiter. Ja, also ich sehe ja gerade, die medienberührenden Teile sind alle aus Edelstahl, was ja auch für die Robustheit des Sensors spricht. Wie sieht es denn da mit den Messbereichen aus? Ja, wir können zum einen erstmal Sensoren bauen für die Messung von Absolutdruck, aber auch von Relativdruck. Und das in Messbereichen von -1 bar bis 4000 bar. Und wenn man natürlich solche Messbereiche sich anschaut, ergeben sich natürlich auch Notwendigkeiten, dass zum Beispiel der Prozessanschluss angepasst werden muss. Das können wir aufgrund dieses modularen Aufbaus des Sensors sehr einfach umsetzen. Jetzt ist ja die Motivation von einem CAN-Bus-Netzwerk, dass man mehrere Komponenten miteinander vernetzt, unter anderem durch unterschiedliche Sensoren auch eine Steuerung realisiert. Da, wo jetzt Druck gemessen wird, wird ja oft auch Temperatur gemessen. Was hat denn Fluidio da im Angebot? Ja, zur Temperaturmessung haben wir zwei wesentliche Bauformen. Das eine ist hier der TSL-CAN. Das ist ein Sensor, also L für Messung in Luft. Das ist ein Sensor, der basiert auf einem Rohr, Aluminiumrohr beschichtet, mit dem man die Umgebungstemperaturen messen kann, von -40 bis 80 Grad Celsius. Und die zweite Bauform, das ist dieser Sensor, das ist der TSR-CAN. Das ist ein Einschraubsensor, der ideal für die Messung von Temperaturen in flüssigen Medien wie zum Beispiel Hydrauliköle ist. Mit dem TSL-CAN messe ich ja die Umgebungsluft von -40 bis 80 Grad. Gilt denn der Messbereich auch für den Sensor, den du hier in der Hand hast? Ja, der TSR-CAN kann auch erstmal Flüssigkeiten von -40 bis 80 Grad messen. Wir haben aber auch hier eine tolle Lösung gefunden. Das ist dieser Sensor hier mit diesen Kühlrippen. Und dieser Sensor ermöglicht zum Beispiel Messung bis zu 150 Grad Celsius. Also wir haben gesehen, den DS-CAN für die Druckmessung, TSL bzw. TSR-CAN für die Temperaturmessung. Wenn ich jetzt Druck und Temperatur an einer Messstelle kombiniert erfassen will, haben wir denn da auch eine Lösung? Ja, das ist natürlich ein ganz spannendes Thema. Kombinierte Sensoren sind natürlich sehr herausfordernd. Auch hierfür haben wir Möglichkeiten, wie hier zum Beispiel den DTS-CAN. Der DTS-CAN kombiniert Temperatur- und Druckmessung in einem und demselben Sensor und stellt beide Signale gleichzeitig über den CAN-Bus dann zur Verfügung. Es gibt natürlich auch noch weitere Sensoren, kombinierte Sensoren, wie zum Beispiel hier den KS-CAN. Das ist ein Sensor, der üblicherweise zur Erfassung der Umgebungsbedingungen eingesetzt wird. Mit diesem Sensor, mit diesem einen einzigen Sensor können wir gleichzeitig Temperatur und relative Feuchtigkeit messen. Wenn ich jetzt mir den Sensor anschaue und dann so an verschiedene Anwendungen denke, zum Beispiel in einem Windkanal oder auch an einer großen Baumaschine wie einem Bagger, dann stellt sich natürlich schon die Frage, es sind ja unterschiedliche Anwendungsszenarien. Können wir denn darauf flexibel reagieren? Ja, also grundsätzlich ist der Sensor so aufgebaut, dass er auch in Aluminiumgehäuse eingebaut ist. Damit kann er natürlich erstmal den Umgebungsbedingungen problemlos trotzen. Grundsätzlich ist es dann so, dass, wie wir hier sehen können, das Messelement wird dann nochmal zusätzlich durch eine Schutzkappe ähm, ja, geschützt. Und diese Schutzkappe gibt es in unterschiedlichen Ausführungen. Einmal als Kunststoffschutzkappe oder auch, wie wir hier sehen können, als PTFE oder auch als Aluminiumschutzkappe. Damit haben wir jetzt im Prinzip schon einen ganz guten Überblick über die Sensoren mit CAN-Bus-Schnittstelle gesehen. Druck, Temperatur und Feuchtigkeit sind ja alles Messgrößen, die zur Überwachung von Prozess- und Umgebungsbedingungen geeignet sind. Wenn ich jetzt an Öl in einer Leitung oder in einem Getriebe denke, dann gibt es ja auch Anwendungen, wo ich das Medium oder den Medienzustand überwachen will. Was gibt es denn da für Sensorlösungen?
Da haben wir eine sehr tolle Lösung, auch hier dieser kompakte Sensor, der nennt sich Loop VDT. Das ist ein Sensor, V für Viskosität, D für Dichte und T für Temperatur. Das alles kann dieser eine Sensor in diesem Formfaktor messen. Das ist damit ideal als Zustandsüberwachung für 24 Stunden am Tag, also für kontinuierliche Messungen, zum Beispiel Leckagen oder Verunreinigung des Öls können somit sehr einfach detektiert werden. Der Loop VDT ist also eine ideale Ergänzung, wenn es um die Überwachung von Dichte- und Viskositätsänderungen in einem Prozess geht. Man kann damit also die Medienalterung zum Beispiel oder Verunreinigung und Leckagen in der Flüssigkeit feststellen. Neben den Sensoren mit eigener CAN-Bus-Schnittstelle gibt es ja auch Sensoren, die erstmal von Haus aus keine eigene CAN-Schnittstelle haben, unter anderem zum Beispiel diesen Gassensor, den wir hier dabei haben. Was kann ich denn machen, um den in ein CAN-Netzwerk einzubinden? Ja, also für diesen Anwendungsfall bietet Fluid.io Messmodule, die in Form von DIN-Hutschienenmodulen verwendet werden können. Damit haben wir die Möglichkeit, alle Arten von analogen Eingängen oder auch digitalen Eingängen hiermit anzuschließen und auch Ausgänge, also unterschiedlichste Konfigurationen sind hiermit möglich. Im Beispiel des Gassensors, wie wir es hier sehen, der liefert zum Beispiel ein CO2-Konzentrationswert als 4 bis 20 Milliampere Stromsignal, kann hier angeschlossen werden und dann letztendlich in dem CAN-Bus zur Verfügung gestellt werden. Mhm. Das Schöne ist bei diesen Modulen, wie gesagt, die gibt es in unterschiedlichsten analogen Eingangs- und Ausgangskonfigurationen. Es gibt auch Messumformermodule für mehrere Kanäle bis hin zu Direktanschluss von PT100. Ja. Und was eben auch noch ein ganz großer Vorteil ist bei diesen Sensoren, wir können oder bei diesen Messmodulen, wir können sie sehr einfach konfigurieren. Hier drinnen gibt es ganz kleine Tippschalter und damit lassen sich Not-ID, Baudrate sehr einfach konfigurieren. Ja. Das heißt also, mit diesen Modulen nochmal zusammengefasst, kann man im Grunde genommen fast jede Art von denkbarem Sensor für ein CAN-Netzwerk verfügbar machen. Und man könnte natürlich mit den digitalen Ein- und Ausgängen auch Steuerfunktionen realisieren. Einstellen, konfigurieren, hast du gerade gesagt, das ist natürlich auch ein wichtiges Thema. Die Sensoren müssen ja von der Steuerung oder dem Messsystem erst einmal erkannt werden. Das heißt, wir müssen auch Node-ID und Baudrate einstellen. Die Sensoren, die wir uns jetzt zu Anfang angeguckt haben, die haben jetzt aber keinen DIP-Schalter gehabt. Das ist richtig. In diesem Fall ist es so, dass diese Sensoren erstmal grundsätzlich von uns immer mit einer Standardkonfiguration ausgeliefert werden. Jeder Sensor wird bei uns zu 100% geprüft, erhält somit seine Not-ID und auch die Baudrateneinstellung und auch andere Einstellungen, die mitgeliefert werden können. Zusätzlich liefern wir auch DBC-Files und EDS-Dateien für eine einfache Integration. Sollte das alles nicht reichen, bieten wir hier ein kleines Tool, was wir hier sehen können. Das ist also ein Adapter mit einer USB-Schnittstelle, was direkt an den PC angeschlossen werden kann. Dafür gibt es ein kleines Test- und Evaluierungssoftware-Werkzeug, was dann direkt den Sensor anschließen kann und dann kann man loslegen und konfigurieren, testen, Signale sich anzeigen lassen und so weiter. Ja. Das funktioniert also auch, wenn die Steuerung im Grunde genommen noch gar nicht am Start ist oder die Maschine noch gar nicht in Betrieb genommen ist, kann ich hier im Vorhinein schon mal meine Sensoren testen. Ja. Und ich kann natürlich auch, wenn ich mal die Konfiguration meines Sensors vergessen habe, was ja durchaus mal in der Praxis vorkommen kann, natürlich auch einfach anschließen und nachschauen. Ja, an dieser Stelle würde ich dir einfach vielen Dank erstmal sagen, dass du uns da einen guten Einblick zu dem Thema gegeben hast. Was würden denn Interessenten jetzt machen, wenn sie sich weiter über diese Produkte informieren wollen? Ja, Sie können sich jederzeit bei uns melden und auch Informationen auf unserer Webseite www.fluid.io.de sind alle Informationen zur Verfügung gestellt. Das Video ist verlinkt. Weitere Produktinformationen können dort auch runtergeladen werden können. Wir bedanken uns recht herzlich und ja, bis bald. Bis bald.